Auf den Spuren eines verdrängten Massakers. Ob die UN-Zentrale ihre Flaggen an diesem Wochenende auf Halbmast setzt zum 15. Jahrestag der Massaker von Srebrenica? Wohl kaum, doch die Angehörigen der Opfer fordern, dass die Vereinten Nationen ihre Mitverantwortung an diesem Kriegsverbrechen endlich klar und deutlich anerkennen. Guten Abend bei Kulturzeit. Die Vereinten Nationen dürfen nie wieder einen Genozid wie bei uns in Srebrenica zulassen. Nirgendwo auf der Welt. Von meinem älteren Sohn werde ich nur die Hälfte des Körpers beerdigen können. Kopf und Brustkorb fehlen. So habe ich ihn nicht geboren. Ich klammerte mich an meinen Sohn, doch er und mein Mann wurden fortgerissen. Wir verstehen dieses Mahnmal als eine Art Warnung an die UNO, so ist es auch gemeint, an alle zukünftigen Mitarbeiter der UNO, sich dieser gravierenden Sache, der Genozide, besser anzunehmen. Auf dem Dachboden des Bosnischen Kulturzentrums in Berlin. Der Künstler Philipp Bruch arbeitet an einem kleinen Modell seines Denkmals. Das UN-Logo, gefüllt mit Schuhen, soll später 8 Meter hoch, 16 Meter breit werden. Krankenhäuser, Schulen, Prominente. Ganz Bosnien zieht derzeit seine Schuhe aus. 16.744 Exemplare braucht der Künstler. So viel Schuhpaare wie damals Menschen ermordet wurden. Es ist im Konzept angelegt, dass man dieses Bauwerk fotografiert. Und dass die Fotos das sind, was wehtun soll. Also sozusagen, wo immer die steht. Man wird sie immer fotografieren können und es wird Pressefotos geben. Und wenn sozusagen wieder ein Journalist einen kritischen Bericht über eine UNO-Mission macht, wird es natürlich dann gedruckt. Als die UN in Srebrenica ihre Fahnen hisst und eine Schutzzone errichtet, denken die Menschen, nun sind sie gerettet. Jahrelang waren sie von den Serben eingekesselt, von der Außenwelt abgeschnitten. Auch Hatice Mehmedović und Emina Cemo vertrauten den Vereinten Nationen. 15 Jahre später bringen sie ihre Schuhe, um daran zu erinnern, dass ihre Familien ausgelöscht wurden. Bringst du uns deine Schuhe? Wenn du willst, können wir sie gleich gemeinsam in den Sammelraum bringen. Das sind die Schuhe meines ermordeten Sohnes. Ich habe sie immer bei mir gehabt. Auf meiner Flucht nach Sarajevo, sogar nach Wien habe ich sie mitgenommen. Immer trug ich sie bei mir, weiß auch nicht warum. Aber als ich von dieser Aktion hörte, wusste ich sofort, sie müssen in das Mahnmal. Hier seht ihr meinen Mann Aljo und ganz in der Nähe Remzija, meinen ältesten Sohn. Als die Serben Srebrenica stürmen, flüchten Tausende zur UN-Basis. Doch statt zu schützen, liefern die Blauhelmsoldaten die Bosniaken wenig später an die Serben aus. Bereits vor der Basis kommt es zu ersten Erschießungen. Männer und selbst kleine Jungen werden selektiert, von den Frauen getrennt. Die UN schaut tatenlos zu. Ich habe Hunderte von Männern gesehen, alle Flüchtlinge aus Srebrenica. Die Serben nahmen ihnen alles ab, warfen es zur Seite. Die Männer und Jungen standen in Unterhosen da. Sie hatten ihnen die Rucksäcke weggenommen. Überall waren Haufen voller Taschen und Mäntel. Riesige Haufen waren das. Weil es drückend heiß war, hatte Sohn Remzija seine Schuhe ausgezogen. Da führten ihn Soldaten ab. Seine Mutter sah ihn nie wieder. Jahre später wurde ihr Sohn in einem Massengrab gefunden. Nun legt Emina Cemo die Erinnerungsstücke zu Dutzenden anderer Schuhe. Zur selben Zeit in Berlin. Philipp Bruch arbeitet rund um die Uhr am Mahnmalprojekt. Gerade hat er ein neues Poster drucken lassen. Eine befreundete Animationsfirma produziert für das Projekt Werbeclips. Denn das Mahnmal wird viel Geld kosten. Mit rund 300.000 € rechnet Bruch. Durch Spenden muss er sie einsammeln. Und so könnte die sogenannte Säule der Schande später einmal aussehen, wenn sie in Srebrenica in der Nähe der einstigen UN-Basis steht. Die Mütter von Srebrenica überlegen, das sozusagen wirklich auf den Friedhof zu stellen. Und wenn ich als 16-, 17-jähriger Schüler da stehe und das sehe, gehe ich das auf jeden Fall anfassen und will auch die Geschichte dazu hören. Hajra Čatic ist eine dieser Mütter. In einem kleinen Gedenkzentrum in Tuzla erinnern Fotos an die Ermordeten. Täglich werden auch bei ihr Schuhe abgegeben. Auch Sohn Nino hoffte einst auf die UN.
Mein Sohn Nino war Journalist. Als Funkamateur berichtete er täglich aus Srebrenica. Das war die einzige Verbindung in die Außenwelt. Hier ist sein letzter Bericht. Danach habe ich ihn nie wieder gehört. Srebrenica verwandelt sich in ein Schlachthaus. Verwundete und Tote werden unaufhörlich in das völlig überfüllte Krankenhaus gebracht. Es ist unmöglich, die Situation zu beschreiben. In Sekundenabständen werden wir beschossen. Gibt es da draußen in der Welt denn niemanden, der kommen kann, der diese Tragödie sieht? Das Ergebnis der gescheiterten UN-Mission von Srebrenica. Jeder Sack, jede Tüte, ein Mensch. Oft nur wenige Knochen. Über 4000 bisher nicht identifizierte Opfer liegen in einem Kühlhaus in Tuzla. In einem grausamen Puzzle wird zusammengesetzt, was übrig blieb von den Menschen, denen die Blauhelme Schutz versprachen. Auch Schuhe sind dabei. Einige von ihnen sollen später ins Mahnmal. Dies ist ein italienischer Schuh. Hunderte kamen davon mit einem Hilfskonvoi nach Srebrenica. Immer wieder finden wir sie in den Massengräbern. Viele Opfer trugen deshalb ein und dieselben Schuhe, als sie ermordet wurden, sodass sie heute bei der Identifizierung leider nicht weiterhelfen können. Die Welt schickte Schuhe, statt die Menschen zu retten. Der einstige UN-Stützpunkt von Potokari. Hier hätten die Flüchtlinge überleben können, aber der Weltsicherheitsrat verweigerte zusätzliche Truppen, den Blauhelmen vor Ort fehlte die Courage. Und so wurden in nur wenigen Tagen 8.372 Menschen ermordet. Die Mütter von Srebrenica wissen genau, wo das Mahnmal stehen soll. Hier wäre es am besten, dass es jeder sieht. Da hinter diesem Baum über den Gräbern. Wenn die Ausländer kommen, wenn sie alle kommen, dann soll da oben die Säule der Schande stehen, die Schande Europas. Am 11. Juli werden über 700 weitere Opfer beigesetzt. Auch ihre Söhne sind darunter. Philipp Ruch plant am selben Tag, die Schuhe ein erstes Mal in Berlin zu zeigen, vor dem Brandenburger Tor. Die Bosnier, so sagt er, haben ihre Schuhe gegeben. Nun müssen wir das Geld besorgen, damit das Mahnmal der Schande in Srebrenica Wirklichkeit wird. Da kann man nur die Daumen drücken.